Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich muss es leider so sagen, es war eine schöne Zeit gewesen auf jeden Fall. Und tatsächlich tut es mir im Herzen weh, euch das mitteilen zu müssen. Aber wir müssen uns verabschieden. Ja, es geht nicht anders. Ich höre auf, diese Klasse zu spielen. Und zwar den Dämonenjäger, ja, oder wie ich ihn auch liebevoll nenne, den Dämonengejagten. Ja, der ist, ich weiß nicht. Also, ich habe mich die letzten Monate sehr, sehr gequält. Im Prinzip, unterm Strich, gibt es zwei ausschlaggebende Gründe, warum ich diese Klasse nicht mehr spielen werde. So, den ersten Grund nenne ich euch jetzt. Der ist nämlich folgender. Und zwar wird ja bald W50 erscheinen und da wird es einen neuen Charakter von mir geben. Da wird ein neues Projekt in die Wege geleitet wie Regenwasser und das wäre dann im Prinzip schon mein 5. Account und 5 Accounts sind für mich einfach viel zu viel. 4 sind schon so zu viel, ist schon einer zu viel, ja, und 5 geht halt überhaupt nicht so. Morgen am Sonntag werde ich meine Pläne für W50 verraten. Morgen um 15 Uhr kommt das Video online, wo ich euch alle meine Pläne, meine Projekte für W50 verraten werde, was wir da vorhaben, was da passieren wird und was da so abgehen wird auf W50. Das ist erstmal der ausschlaggebende Grund Nummer 1. Ich kann diese Klasse nicht mehr halten, ja. Und der zweite Grund, der eigentlich der etwas wichtigere Grund ist, ja, der Dämonenjäger ist halt einfach, wenn man es unterm Strich betrachtet, die mit Abstand schlechteste Klasse, die Shakes and Fidget jemals rausgebracht hat. Ich kenne wirklich absolut nur einen einzigen Menschen auf dem Planeten, der diese Klasse gut findet und feiert, und das ist der Hanrizzle. Hanrizzle, ich bitte dich inständig, lass es sein, lass den Dämonenjäger fallen. Versuch nicht die Quote künstlich hochzuhalten, es klappt nicht. Diese Klasse ist absolut Müll. Ja, ich muss es einfach mal so sagen. Will man eine Art Kundschafter spielen, dann ist der Dämonenjäger ein schlechterer Kundschafter. Ja, durch sein Equipment ist es klar, kriegt er halt Kundschafterwaffen und so und hat halt auch Geschick als Hauptattribut. Dann nimmt lieber einen Kundschafter oder nimmt lieber einen Druiden, wo man wenigstens noch zwischen Krieger und Kundschafter wechseln kann. Aber unterm Strich ist der Dämonenjäger ein schlechterer Kundschafter. Und wenn man in den Dungeons ballern will, wo ja diese Klasse ursprünglich promotet worden ist als Dungeon-Zerstörer, ja, willst du in den Dungeons hart abgehen, dann pick den Dämonenjäger, ja, das wird die neue beste Dungeon-Klasse, so. Es ist einfach Quatsch, ja. In dem Sinne ist der Dämonenjäger auch ein schlechterer Berserker. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Geschickklasse spielen wollt und das Equipment von der Geschickklasse haben wollt, nimmt einen Kundschafter oder nimmt halt wie gesagt einen Druiden. Wollt ihr in den Dungeons hart abgehen, dann nehmt ihr nach wie vor den Berserker. Ja? Aber der Dämonenjäger findet hier einfach keinen Platz. Der einzige Grund, warum man diese Klasse spielen sollte, ist, einem gefällt diese Fähigkeit hier, dass man 25% Chance hat, sich wieder zu beleben. Das ist aber auch das Einzige. Ja? Der Effekt, muss ich sagen, ist cool, war was Innovatives, was Neues, hat mir zum Anfang sehr, sehr gut gefallen und ist halt auch, wie gesagt, vom Prinzip her eigentlich gar keine schlechte Fähigkeit, es ist immer was Neues so. Und zum Anfang wurde es halt auch gut gefeiert. Und ich muss sagen, zum Anfang des Spiels hatte ich mit dieser Klasse auch sehr viel Spaß gehabt. Das lag aber nicht nur an der Klasse, das lag an dem Serverstart und das lag auch an der coolen Gilde, in der ich nach wie vor immer noch bin, wo ich dankbar an die Leute bin, dass ich hier mich so lange drin halten konnte, obwohl ich ja immer so die letzten Plätze so belegt habe. Aber es ist halt, ich wollte die Klasse bis zum Ende spielen, ich wollte sie ins Late Game bringen, aber es ist mir halt einfach zu mühselig. So, warum ist diese Klasse nun so schlecht? Naja, es ist halt eine Klasse, die nicht auf Schaden basiert, sondern auf Leben basiert. Was heißt das? Der Berserker hat zum Beispiel ein Fähigkeiten-Set, sag ich mal, was auf Schaden basiert ist, dadurch, dass er halt unbegrenzt angreifen kann. Und das ist halt sein Privileg in den Dungeons, warum er da besser ist. Der Dämonenjäger hat eine Fähigkeit, die auf Leben basiert, was in den Dungeons immer schlecht ist,
Außerdem, ja, weil es ist halt schlecht aus dem Grund, um das mal hier nochmal zu unterstreichen, aus dem Grund ist es schlecht, weil, nehmen wir mal an, diese unwahrscheinliche Chance von 25% trifft ein, dass ihr euch wiederbeleben oder dass ihr euch wiederbelebt. So, diese Chance ist generell an sich schon ziemlich niedrig und tritt bei mir so gut wie gefühlt nie ein. So, gegen Magier ist diese Fähigkeit sowieso komplett useless, weil die halt, die Magier, die countern halt die Fähigkeit, also da tritt dieser Effekt eben nicht ein. So, dahingehend nochmal schlechter. So, vergleichbar aber mit einem Kundschafter, weil der kann auch nicht ausweichen gegen den Magier. So, ne? So, nehmen wir an, diese 25% Chance, die viel zu wenig ist, tritt ein, ja, und ihr belebt euch wieder. Was passiert dann? Ihr seid in einem Kampf, der stattfindet, der schon einmal zu Ende gegangen ist, weil ihr seid ja schon einmal gestorben. So, jeder, der Shakes and Fidget ansatzweise irgendwie mal gespielt hat und auf die Kämpfe geachtet hat, wird feststellen, dass am Anfang einer Runde die Treffer, die man landet, relativ gering sind. So, der Damage-Output ist relativ gering. Und zum Ende der Runde werden die Treffer immer stärker. Ihr seht das hier. Ja, zum Anfang waren sie irgendwie bei 1, 2 Millionen. Jetzt und danach gehen sie halt auf 3, 4 Millionen. Zum Ende sind sie bei 7, 8, 9 Millionen. So, jetzt war halt so die Runde gewesen. So, jetzt habe ich mich sogar einmal wiederbelebt. Ja, und was habt ihr gesehen? Ich habe zwar die Runde gewonnen, aber dadurch, dass die Klasse auf Leben basiert, ist es halt so, dass quasi das Leben eure Fähigkeit ist und nicht der Damage eure Fähigkeit ist. So, und dadurch, dass die Runde ja schon einmal für den Dude hier gewonnen wurde, ich aber jetzt die Chance hatte, mich wieder zu beleben, habt ihr mal auf den Damage geachtet? Der Damage ging nicht wieder los von 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, nein, die Runde hat sich weiter hochgeschaukelt, so wie das normal ist für einen Kampf, und ich revive mich mit Full Life, aber der Gegner haut einfach mit dem Damage weiter drauf, mit dem er quasi schon aufgehört hat. So, das heißt, die Runde für ihn geht halt im Prinzip unterm Strich weiter und da ist kein Schluss dazwischen. Das heißt, jetzt so in der Arena, gut, wenn ihr euch wiederbelebt, dann gewinnt ihr die meisten der Kämpfe auch, ja, aber ihr gewinnt halt in der Regel nur jeden 4. Kampf, wenn ihr Glück habt. Wenn ihr viel Pech habt, dann, wiederbelebt ihr euch vielleicht alle 5, 6, 7, 8 Mal oder so. Ja, wenn ihr wirklich sehr viel Pech habt. So, ne? Und so unwahrscheinlich ist das nämlich auch nicht, dass ihr euch nicht so häufig wiederbelebt, dass ihr jeden 4. Kampf gewinnt. Was generell schon schlecht ist, das brauche ich gar nicht erwähnen, jeden 4. Kampf nur zu gewinnen in der Arena ist schon schlecht. Ja, und dann lasst mal noch Pech haben und dann gewinnt ihr nur jeden 5., 6., 7. Kampf so. Wie gesagt, in der Arena, wenn man sich da wiederbelebt, gut, hat man höchstwahrscheinlich gewonnen, ja, wenn nichts dazwischen kommt. Aber wenn ihr jetzt im Dungeon seid und ihr euch wiederbelebt, so wie in der Arena eben auch, der Gegner haut, nachdem ihr euch wiederbelebt habt, mit dem vollen Schaden weiter auf euch rauf, weil die Runde sich ja schon so hochgeschaukelt hat zum Anfang bis zum Ende. Ne? Und im Prinzip dadurch, dass eure Fähigkeit auf Leben basiert und Leben eure Fähigkeit ist sozusagen, wird euch diese Fähigkeit schneller genommen, dadurch, dass ihr halt relativ, ja, weil sich halt die Runde schon so hochgeschaukelt hat. Im Vergleich jetzt zu einem Berserker, der, will ich nicht sagen, im Late Game nachher auch nicht mehr so gut ist im PvP-Bereich, dafür ist es halt eher so die Dungeon-Klasse. Der Berserker hat halt eben nicht eine Fähigkeit, die auf Leben basiert. Dadurch kann ihn halt auch nichts beeinflussen, irgendwie, was ihn negativ schaden könnte. So, ne? Dadurch, dass halt seine Fähigkeit auf Schaden beruht, ist es halt eben der Fall, dass er halt entweder auch Glück hat oder nicht. Aber im Prinzip kommt es halt auf die Kombination drauf an, wie oft er halt Treffer austeilt. Ne? Und das ist halt, im Prinzip wird seine Fähigkeit durch keinen Gegnerfaktor irgendwie oder durch einen Kampffaktor beeinflusst, sondern der haut entweder stumpf drauf oder er lässt es halt bleiben. So, diese Fähigkeit hier tritt nur, ne, sagen wir mal in der Regel jeden 4. Kampf ein und wird halt noch dadurch beeinflusst, dass es halt auf Leben basiert. So. Deswegen auf allen Hinsichten, sei es in der Arena, ja, sei es in den Dungeons, oder was weiß ich wo.
Der Dämonenjäger ist, wie sich das rausgestellt hat, mit Abstand die schlechteste Klasse und sollte nicht genommen werden. Ja? Und das ist auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich diese Klasse nicht mehr spielen möchte. Ich denke mal, die Fakten dafür sind klar. Das Einzige, was mir wirklich leid tut, ist die Gilde, die ich jetzt höchstwahrscheinlich verlassen werde. Die schon hier in der Gilde selbst spielen, die werden wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass ich nicht mehr so aktiv bin. Ich habe keine Pots mehr, ich spiele meine Alu nicht mehr, ich habe hier auch nicht mehr aufgeladen, großartig. Und das tut mir halt so ein bisschen leid, aber wie gesagt, ich denke mal, ich bin nicht so ein allzu großer Verlust, weil ich halt ja, relativ weit unten angesiedelt bin, habe nicht mal eine gute Ritterhalle und genau, ich denke mal, die Leute können über diesen Verlust in der Gilde hinwegsehen. Aber es war auf jeden Fall, das wollte ich nochmal sagen, eine schöne Zeit. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück zum Serverstart. Das Projekt mit Dreamscape damals war auch sehr, sehr cool gewesen, als ja, da Spenden zusammenkamen und er im Stream meinen Charakter gespielt hat und hier hochgepilzt hatte. Ja, das werde ich euch natürlich an der Stelle auch nicht vergessen. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der da mit zu beigetragen hat. Aber ich vertrete die Meinung, wenn einem ein Charakter keinen Spaß mehr macht und sich nur noch täglich zwingen muss, diese Klasse zu spielen, dann sollte man es doch lieber sein lassen, weil was bringt es ein, sowas irgendwie ja, künstlich hochzupushen, wenn man selbst keinen Spaß mehr an dieser Klasse findet. Ja, das war auf jeden Fall mein Statement dazu, warum ich diese Klasse nicht mehr weiterspielen werde. Ja, diese 2 Gründe. Wie gesagt, morgen kommen meine Pläne für W50 raus und da werde ich dann euch detailliert sagen, was da abgehen wird und was da so geplant ist. Ja, aber das war es auf jeden Fall erstmal so mit dem Dämonenjäger oder den Dämonengejagten, ne? Und soll es erstmal soweit gewesen sein. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für alles. Ich wollte ihn eigentlich bis auf Stufe 400 spielen, aber ich finde einfach die Muße dazu nicht mehr. Ne? Das wollte ich euch auf jeden Fall mal sagen, damit da auch ein bisschen Klarheit herrscht, auch innerhalb der Gilde, ne? Falls sich da Leute irgendwie fragen, was mit mir ist. Ja, das ist halt der Grund dafür. Gut, das war's soweit. Vielen Dank für euer Verständnis auf jeden Fall, falls ihr mir das entgegenbringt. Falls nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ja, ich komme mit beiden Sachen zurecht. Auf jeden Fall soll es das soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.